Der Survivorship Bias ist ein Denkfehler, der die Auswahl von deinen Fonds verzerrt. Warum das so ist, beleuchten wir im heutigen Coffee Break. Mein Name ist Felix Niederer, ich bin CEO und Gründer von TrueWealth. Der Begriff Survivorship Bias kommt aus dem Zweiten Weltkrieg. Bei den Flugzeugen, die vom Luftkampf zurückgekommen sind, hat die US Navy untersucht, an welchen Stellen die meisten Einschusslöcher waren. Die Militärs haben gedacht, wenn man die Panzer genau an diesen Stellen verstärkt, werden weniger Flüger abgeschossen. Aber der Statistiker Abram Wald hat ihnen das Gegenteil geraten. Nämlich, sie sollen die Flugzeuge viel mehr bei den Motoren panzern. Dort haben zwar die Flüger, die zurückgekommen sind, keine Einschusslöcher gehabt. Die mit angeschossenen Motoren sind nämlich abgestürzt und haben gar nicht untersucht werden können. Was die Militärs also nicht bedenkt haben, ist, dass es die abgeschossenen Flugzeuge gar nicht in ihre Statistik geschafft haben. Und seither redet man in der Statistik von Survivorship Bias. Es ist ein Fehler, wenn man nur die Überlebenden analysiert. Wie Flüger in einem Krieg stürzen auch viele Fonds ab. Wenn ihre Performance über längere Zeit unter einem Benchmark liegt, sind sie schwer verkäuflich und man macht sie zu. Und umgekehrt, die Fondsindustrie weist natürlich immer gerne auf Produkte hin, die besonders gut gelaufen sind. Darum führt jedes Fondshaus immer eine ganze Schwette von Fonds im Köcher. 1 oder 2 wird immer funktioniert haben. Das ist ja auch gut und recht. Wir alle wollen uns von unserer besten Seite zeigen und laden auf LinkedIn oder Insta nur unsere schönsten Fotos auf. Wo ist beim Anlegen der Survivorship Bias gefährlich, wenn du ihn nicht berücksichtigst? Das Versprechen der aktiv gemanagten Fonds, dass sie zwar teuer sind, aber dafür den Markt regelmäßig schlönt, entpuppt sich als optische Täuschung. Wenn das Fondshaus auf seiner Webseite auch die Rendite der eingestampften Produkte zeigen müsste, würde es alt aussehen. Dann würde niemand mehr hohe Fondsgebühren zahlen. Auch bei den ETF wird das Spiel mit allen möglichen Anlagethemen gespielt. Von Cannabis bis seltene Erde, von Smart Beta bis Equal Weighted, von Momentum bis Low Volatility. Und auch beim sogenannten nachhaltigen Investieren gibt es 50 Shades of Green. Irgendetwas läuft immer gut. Aber es gilt auch da, den Beipackzettel zu beachten. Past performance is no indicator for future performance. Nur weil etwas gut gelaufen ist, heisst das nicht, dass es auch weiterhin gut läuft. Noch an einem anderen Ort zeigt sich der Survivorship Bias. Wenn dir deine Kollegen von ihren hochfliegenden Aktien oder Crypto-Investments erzählen, kannst du davon ausgehen, dass sie dir wahrscheinlich ein paar Abstürze verschwiegen haben. Hast du wegen Survivorship Bias schon mal Geld verloren? Wenn ja, interessiert mich deine Geschichte. Hinterlasse mir einen Kommentar oder schreib mir ein E-Mail auf felix@truewealth.ch. Bis zum nächsten Mal.